Das deutsche Gesundheitswesen steht vor großen Herausforderungen. Wie kann die medizinische Betreuung auch außerhalb von Ballungsräumen sichergestellt werden? Wie können alle Beteiligten einfach und schnell zusammenarbeiten? Wie kann die Menge an Patienten- und Diagnosedaten, Informationen aus Geräten in Arztpraxen und Krankenhäusern sinnvoll und vor allem sicher verknüpft werden? Im Technologieprogramm Smart Service Welt 2 wurden Projekte gefördert, die an innovativen Gesundheitslösungen rund um diese Fragen forschen. Im Fokus der digitalen Kommunikations- und Informationsplattform DAYS steht die effiziente und datenschutzkonforme Telemedizin. In der Digitalisierung der Medizin wird vor allen Dingen über Datenaustausch gesprochen. Kommunikation ist aber das A und O in der Medizin, weil nur so die Daten von den Patienten integriert werden können in die Behandlungsabläufe. Über die Videofunktion kann das medizinische Personal Befunde analysieren und mit dem Patienten online besprechen. Ein weiterer Aspekt sind digitale Gesundheitsanwendungen. Auf der Basis von DAYS können wir die Hersteller der DiGA unterstützen. Sie können jetzt schneller ihre digitalen Gesundheitsanwendungen realisieren. Auch Harlan erleichtert Unternehmen den Zugang zum digitalen Gesundheitsmarkt. Die große Stärke dieses Netzwerks und dieses Reallabors, das wir gemeinsam erschaffen haben, liegt darin, dass wir einen Raum bilden, in dem Informationen frei an alle Interessierten ausgetauscht werden können. Kassen sowie Leistungserbringer, verschiedenste Verbände. Im Mittelpunkt steht hierbei der Datenschutz, wie zum Beispiel bei der elektronischen Patientenakte. Was ganz konkret darin besteht, dass Patienten selbst bestimmt entscheiden können, welche Daten, die von ihnen selbst erfasst wurden, auf mobilen Endgeräten oder anderswo, an wen übertragen werden sollen. Ob es in der Klinik ist, ob es in der Pflege ist, ob es in der Arztpraxis ist. Um die Digitalisierung im OP-Saal voranzutreiben, unterstützt das Projekt OP 4.1 einen offenen Standard. Die OP 4.1-Plattform bietet Unternehmen eine technische und kommerzielle Grundlage für die Entwicklung, Implementierung und Abrechnung von Softwarelösungen. Die Daten unterschiedlichster medizinischer Geräte werden auf der Plattform zusammengeführt und zur Weiterverarbeitung interoperabel nutzbar gemacht. Traditionell ist die Möglichkeit, Lösungen in den Operationssaal zu bringen, immer an ein Gerät gebunden. Das heißt, man muss Software und Hardware kombinieren. Kleine Start-ups können das gar nicht finanzieren. Für sie ist es vorteilhaft, auf dem bestehenden Gerätepark aufzusetzen, die Daten zu nutzen und Mehrwertdienste darauf anzubieten. Zusätzlich gibt es aber auch Vorteile für den Gerätehersteller, der auch unkonventionellere Geschäftsmodelle anbieten kann. Kommunikationskanäle direkt mit dem Patienten stellt GeniusTex her, zum Beispiel durch eine smarte Orthese. Mit der integrierten Sensorik sind wir in der Lage, das Trageverhalten des Patienten zu bestimmen. Das wiederum erlaubt es, dem Nutzer Feedback zu geben, aber auch dem Physiotherapeuten, um einen schnelleren Therapieerfolg zu garantieren. Durch eingebaute Sensoren kann auch Alltagskleidung Körperfunktionen überwachen und die Informationen an medizinisches Personal oder gar den Notruf melden. Die Plattform bringt die Hersteller zur Produktion dieser smarten Textilien zusammen. Wir im Projekt GeniusTex versuchen eben solche sehr komplizierten Systeme einfach zu machen und eine Sprache zu finden, sodass alle Beteiligten entlang der Prozesskette miteinander kommunizieren können und eben Elektroniklieferanten das richtige Elektronikbauteil auswählen, Textillieferanten das richtige Textil auswählen, sodass wir am Ende ein Endprodukt generieren, was dem Endverbraucher Spaß macht. Die Forschungsprojekte zeigen, dass die gesetzes- und datenschutzkonforme Digitalisierung im Gesundheitswesen möglich ist, zur Entlastung des medizinischen Personals und zur Verbesserung der Patientenversorgung.